Willkommen liebe Freunde vom Modellpilot EU, heute zum Testbericht zum Funray aus dem Hause Multiplex. Ja, heute sind wir mal out of the box draußen und ich will euch zeigen, wie schnell man den auch aufbauen kann oder ausrüsten kann. Aber zuerst gehen wir mal rein in den Baukasten. Schauen wir uns das mal an. Wir haben die Bauanleitung. In dieser Bauanleitung haben wir die üblichen Explosionszeichnungen. Was auffällt ist, dass viele innovative Details jetzt auch vom Multiplex hier in den Funray eingegangen sind, den wir hier gleich in der RR-Version, also Fix- und Fertig-Version, schon gleich erkennen können. Was man aber hier genau so schön erkennt, ich gehe gleich mal drauf ein, ist, schaut mal, das gefällt mir sehr gut. Wir haben hier unten einen Kohleholm, an dem quasi wie an einer Hand, an einem Arm der Motorträger eingebaut ist. Der ganze Rumpf wird damit stabilisiert und der Motor wird dann fantastisch gut in der Schnauze eingelassen und hält. Was wir hier unten sehen, ist auch eine Novität. Die Nasenleiste hier unten ist aus geformten, also das Profil mitnehmenden Profilleisten, eine Nasenleiste. Und das führt auch nicht nur zu einer besseren Torsion der Tragfläche oder Torsionssteifigkeit, sondern auch insbesondere zu einer Schlagfestigkeit, sodass wir, wenn wir im hohen Gras landen, keine Schäden da entstehen können. Gefällt mir auch sehr gut. Auch die hintere Aufhängung ist toll. Von dem Seitenruder. Tja, hier hinten haben wir eine Trimmkugel drin, die man Heck noch einsetzen können, je nachdem wie wir das Gewicht vorne drin haben im Akku. Was noch eine tolle Novität ist, wir kennen das ja vom Heron, da haben wir so zwei Steckerchen für, in die wir das hineinschieben, die Querruder und auch die Klappenservos, aber hier haben wir es nicht mehr. Hier haben wir einen Pylon innerhalb des Rumpfes eingebaut, der eingespannt ist in beide Rumpfhälften, unten und oben, sodass wir dann die Tragflächen, wenn wir sie reinschieben, einen automatischen Anschluss haben. Auch eine Innovation. Und siehe mal da, wir haben hier oben die Schaumteile und hier unten haben wir die ganzen Einbauteile, die das Leben so schön machen und die Tragflächen sowie auch den Rumpf mit diesen ganzen Details sehr haltbar machen. So, gehen wir mal in den Baukasten hinein. Wir holen mal das Höhenleitwerk raus. Auf den ersten Blick ist es ein sehr fester Schaum, den wir hier haben. Und wir haben, wie ich es eben angesprochen habe, wieder sehr schöne Details, sehr kraftschlüssige Verbindungselemente zwischen dem rechten und dem linken gedämpften Höhenleitwerk und ein kleiner Clip, der sich dann öffnet und wir haben Kohleholme hier und wir haben hier diesen Konus, der in diese Öffnung hineingeht, sodass wir hier mit einer Saugschmatzpassung, wenn es geschlossen ist, das Ruder, die Kräfte schön auch hier in das gedämpfte Ruder überlagert wird. Hervorragend gelöst. Diese Kohlestäbe gehen ziemlich weit durch und sind auch dann sehr stabilgebend als Holme. Dann ein kleines Aluminiumrohr oder Stahlrohr führt sich von hier hinten bis dort hinten und hat dann auch das Ruder entsprechend stabilisiert. Also ich finde, das ist eine Steigerung von Multiplex, die wir so eigentlich in dieser Fülle der Innovationen, die hier drin sind, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Muss ich ehrlich sagen, ist wieder ein großer Sprung. Wir haben es ja erlebt über den Solius bis hin zum Heron, dann in der Fun Cup XL sind fantastische Details drin. So, und das übertrifft schon mal die neue Innovationsschwelle. So, jetzt gehen wir mal in die Tragfläche. Was fällt zuerst bei der Tragfläche auf? Wir haben ein schönes Dekor, oder? Ja, dann haben wir ein hochmodernes Profil und der Name Funray kommt nicht von ungefähr. Funray, vielleicht kennt ihr den Stingray.
Den gibt es ja schon lange. Das ist ein Thermik-Hangflugzeug, ein Thermik-Kunstflugsegler von mit 3,70 Meter hat der, glaube ich, aus Voll-GFK. Ein hervorragendes Gerät. Aber wenn man die Ansprüche dann sieht, dass das hier auf den Funray geht und wie das hier so alles glatt ist und so wunderbar stabil, kann man, warum Multiplex von baut hier kein GFK, hätte ich beinahe gesagt, aber es liegt schon auf der Zunge. Denn schauen wir mal weiter. Also, wir haben jetzt die rechte Tragfläche vor uns. Wir erkennen, dass hier ähnlich wie beim Heron auch der Anschluss so ist, dass dieser Holm in die andere Holmführung in die Wurzel eingeführt wird und damit einen stabilen Verbund hat. Dann kommt der Bolzen hier vorne rein, wie wir es aus der Segelfliegerei kennen. Das haben wir hier auch. Und bei Überlastung schnippt der auf, zack, und die Flächen rutschen auseinander, wenn wir eine harte Landung machen. Das nächste innovative Detail ist, dass wir jetzt nicht mehr diese Fummelarbeit haben. Ihr wisst ja, oh, wie habe ich jetzt den Stecker an der richtigen Stelle, ne, beim Heron und bei der Fun Cup kennen wir das ja, da machen wir uns erstmal die Finger ein bisschen kaputt. Vielleicht haben wir noch mal falsch eingestöpselt. Ne? Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir schieben es zusammen in so einen stabilen Pylon, wie wir es eben in den Bauanleitungen gesehen haben. Und da ist jetzt alles fertig verkabelt in der Wurzel. Schöne Linienführung auch von den Kabeln her, hier mit Verlängerungskabel von dort aus dann zu den Servos. Die Servos sind hochwertige Hightech-Servos, die dort drin sind. Und rechnet euch das mal zusammen, das sind 6 Servos, ne? Höhe, Seite und zweimal hier, das sind 6 Servos, was ihr da eigentlich bekommt. So, auch wieder hier wie beim Höhenruder, ein Röhrchen ist das, ein Stahlröhrchen oder ein Aluminiumröhrchen, was hier drin eingeklebt ist. Und hier auch wieder ein innovatives Detail. Dieses Röhrchen geht in dieses Ruderhorn mit ein und wird dann gesamt angelenkt. Es ist eine größere Stabilität damit erreicht, als wenn man ohne diesen schönen abgestimmten Scharnier oder Ruderhorn es anschließen würde. Also mir gefällt es sehr gut. Auch wenn man hier so guckt, diese Nasenleiste, die geht ja bis hier, von da bis hier. Die passt genau rein. Also und die Verwindungssteifigkeit, also ich tue jetzt richtig. Ja? Ich tue jetzt richtig. Immer. Ab hier ist das Ding absolut stabil. Okay, ich will es nicht kaputt machen. Ich glaube, ich kriege es nicht kaputt. Man hat mir verraten, ja, dass hier innen drin der Holm von hier durch bis hier oben hingeht. Sehen wir das im Licht? Bis hier oben hingeht. Das Inlay, was hier drin ist, sind 2 Rohre. Das erste Rohr geht ungefähr bis hierhin und also geht Alu bis hier, das andere geht entweder durch oder bis dahin. Aber das Kleine, was da drin ist nochmal bis ungefähr die Hälfte hier reingebracht und verklebt. Das hat den Vorteil, dass wir einen richtig guten Kräfteverlauf bekommen. So, seht ihr das? So, es wird nach außen hin, geht der Kräfteverlauf, wie er sein muss, innerhalb des Holmes. So, der Schaum ist sehr fest, die Nasenleisten haben keinen Übergang hier. Und man kommt sich so vor, als hätte man eine GFK-Fläche in der Hand. Wirklich, das ist schon sehr beeindruckend. Gehen wir über zum Rumpf. Ne, die andere Tragfläche ist genauso. So, jetzt haben wir den Rumpf vor uns. Hier vorne sieht man das Plastik nicht, wie man sieht, sondern es ist eingeformt in der Schale. Die Haube, die fühlt sich so ein bisschen, als wäre da Textil drauf. Ja, ist es auch. Da ist wahrscheinlich Gewebe in die Form eingelassen. Was sehr schön ist, dass hier, dass hier eine Versteifung ist, so dass wir, wenn wir die Haube öffnen, hier nicht die Haube damit beschädigen, weil wir die Kraft bringen wir eigentlich nur auf das Plastik, auf dieses harte Plastik. Seht ihr? Auch ein sehr schönes Detail, ja, weil die Hauben werden ja mit der Zeit ein bisschen abgegriffen, wenn man das so macht. Hier kommt ein Schoner drunter,
aus ziemlich mit selbstklebendem klaren Material. Da kann man hier hinten aufkleben und hier aufkleben. Das ist ein Rumpfschoner. Da müssen wir nicht immer diese dunklen Kohlefaserschalen uns besorgen von Drittanbietern. Das hat jetzt Multiplex wunderbar auch hier mit erreicht. Seht ihr, kommt von da nach da drauf, dieses Element, und das Element hier hinten. Ja, dann haben wir auch die Rümpfe geschont. Wir haben hier einen Klapppropeller, 11,7 Zoll, so wie ich das gelesen habe. Dann die Stahlkugel und ja, die üblichen Klettbänder. Hier innen drin sehen wir auch jetzt den Kohleholm, der hier unten eingesetzt ist, mit der Aufnahme des Innenläufers. Ne, was ist das, ein Innenläufer oder was ist ein Außenläufer? Entschuldigung, klar. Sauber verlegt ist alles drin. Wir haben hier die Kabel, an die wir gleich unseren Empfänger anschließen, und das ist hier so das kleine Herzstück der automatischen Verbindung. Ja, wir schieben die jetzt rein, die Tragflächen, und sie sind dann direkt auch angeschlossen. Das ist hervorragend. Deswegen können wir gleich einfach diese 7 mit Stromkabeln hier einbinden. Tja, die Kanten fallen auf, die sind sehr, sehr scharf. Sehr scharf. Das heißt, und auch hart. Auch hart. Gut, legen wir das mal hier unten zur Seite. Ich hole jetzt mal das Seitenruder ran. So, Seitenruder und Höhenruder. Die Aufnahmen sind auch sehr schön mit diesen Plastikdetails. Wir stecken mal eine Tragfläche rein, um uns das mal anzuschauen. Also, hier ist der Stecker. So geht es jetzt rein. Zack. So, jetzt gucken wir uns mal die Anschlüsse an. Also der ist jetzt hier drin und angeschlossen und wartet eigentlich auf die Verbindung mit der anderen Tragfläche. Ich finde, das ist eine saubere Lösung. Ist jetzt schon sehr stramm im Rumpf verbunden. Und wenn man sich die Übergänge anschaut, schaut mal, wie schön die Übergänge sind. Das ist so wie beim... Ja, herrlich, oder? Da sind keine... Also sehr perfekt gemacht. Sehr perfekt gemacht. Bin erstaunt. So, jetzt gucken wir noch mal mit dem Höhenruder. Klicken einfach diese Spange nach in Richtung Nasenleiste, öffnen es. Und dann müsste es eigentlich so. Aha. Auch sehr sauber. Fest drin. Dann sieht es so aus, dass wir hier die Aufnahme, das eine Kohlerohr durchstecken, das zweite dort, und hier diese Spange, die schnappt dann gleich ein, und hier haben wir den Mitnehmer so da eingesteckt, und dann hier hinten macht es jetzt gleich Schnipp, so, und ist drin. Seht ihr, das Ding nach hinten, und dann haben wir schon die Sache angeschlossen. Ist das nicht herrlich? Also ich bin begeistert. Seitenruder hole ich jetzt nicht mehr raus. Übliches Klick, was wir da machen. Da kommt die Kugel rein, hier hinten, dort an diese Stelle, mit einem Spornteil. Und dann haben wir den Funray schon fertig. So, jetzt, das war so der Bericht out of the box, direkt vom Platz, für euch speziell. Lieben Dank erstmal für das Gehör. Euer Stefan von der Redaktion Modellpilot EU. Direkt aus der Natur für euch. Ich habe es mir noch nicht so ganz getraut.
Ja, Rückenflug. Hier auf diesem Windchip vorne drin. Jetzt lassen wir es nochmal richtig laufen. Auch? Ja. Wie war das? Fast 200. Also er geht auch gut gegen den Wind vor. Hat einen tollen Gleitwinkel, finde ich. Einen wirklich einen tollen Gleitwinkel. Also wir sind jetzt 240 Meter weit weg. Und jetzt komme ich wieder zurück mit Rückenwind jetzt mal. Durch die hohle Gasse muss er kommen. Ja. So ein Tellanflug. So, Klappen gesetzt. Mein Gott, sind die wirksam. Bums. Also, yes, 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 geiles Teil, muss man sagen.